Wie lernt man schnell viele neue Wörter? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute machen wir mal eine richtig schöne Wortschatzlektion. Es gibt ja tausende Möglichkeiten, neue Wörter zu lernen. Ich habe sie quasi alle getestet und meiner Meinung nach gibt es eine Methode, die richtig effektiv ist. Das Lesen von längeren Texten, also entweder Kurzgeschichten oder Romane. Hauptsache, du liest viel Text zu einem Thema, das dir gefällt. Auch nicht unbedingt Texte aus Deutschbüchern, denn die sind ja oft ein bisschen trocken. Aber warum ist diese Input-Methode, also das Lesen längerer Texte, so effektiv? Natürlich, weil du dadurch viel mehr Input hast und Wörter sich sehr oft wiederholen, sodass du sie einfach im Kontext der Geschichte lernst. Gut, oder? In diesem Video machen wir Folgendes. Du hörst jetzt das erste Kapitel aus meinem neuesten Romankurs Ein Semester in Heidelberg. Es handelt sich um eine romantische Geschichte und das Niveau ist relativ einfach, etwa A2 B1. Danach machen wir gemeinsam 3 Übungen. Ein Quiz zum Textverständnis, eine Übung mit Synonymen und eine Übung, in der du passende Wörter finden musst. Damit verbesserst du in dieser Lektion sowohl deinen Wortschatz als auch dein Hörverständnis. Und wenn dir die Geschichte gefällt und du mehr wissen willst, kannst du dich jetzt für den Romankurs Ein Semester in Heidelberg anmelden. In 30 Kapiteln und 150 interaktiven Übungen bringst du dein Deutsch auf das nächste Niveau und hast sogar Spaß dabei. Das verspreche ich dir. Du kannst die erste Lektion kostenlos testen. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video. Also, bist du bereit für das erste Kapitel? Dann geht's los. Kapitel 1 Post. Ein leises Klopfen an der Tür reißt Josephine aus ihren Gedanken. Die Norwegerin sitzt an diesem Abend an ihrem kleinen Schreibtisch im Studentenwohnheim und versucht, sich auf ihre Notizen zu konzentrieren. Sie ist erst seit ein paar Wochen in Heidelberg und kennt bisher nur wenige Leute. Dass jemand um diese Uhrzeit bei ihr klopft, verwundert sie. Wer könnte das sein? Fragt sie sich leise und steht auf, um zur Tür zu gehen. Durch den Spion in der Tür sieht sie einen jungen Mann mit dunklen Haaren, groß gewachsen und gut gekleidet. Er hält einen Brief in der Hand. Langsam und etwas unsicher öffnet sie die Tür. Der junge Mann schaut ihr direkt in die Augen und lächelt schüchtern. »Bist du Josephine Carlson?« Josephine nickt. Ja, das bin ich. Gibt es ein Problem?« will sie wissen. Ihr Gegenüber grinst und schüttelt den Kopf. »Nein, es ist alles gut, keine Panik. Ich hatte einen Brief in meinem Briefkasten, der an dich adressiert ist. Ich wohne ein Stockwerk über dir. Der Postbote hat sich bestimmt in der Zimmernummer geirrt. Hier, für dich.« Er streckt ihr den weißen Briefumschlag entgegen. Die blonde Norwegerin nimmt den Brief entgegen und schaut auf den Absender. Dekanat der Universität Heidelberg. Sie überlegt einen Moment und beginnt zu scherzen. »Oh, das ist hoffentlich nicht meine Exmatrikulation. Ich habe doch gerade erst mit dem Studium angefangen.« Der junge Mann, der geduldig in der Tür steht, amüsiert sich über ihren Scherz. »Das bezweifle ich stark. Ich habe den Brief auch bekommen und darf weiter studieren.« Erleichtert schaut sie ihn an und bedankt sich. »Danke, dass du mir den Brief gebracht hast. Das ist wirklich nett von dir.« »Gern geschehen. Ich bin übrigens Georg. Ich studiere Chemie im 1. Semester.« Der junge Mann mit den strahlend grünen Augen und den dunklen Haaren streckt ihr die Hand entgegen. Josephine erwidert den Handschlag mit einem freundlichen Lächeln. »Ich bin Josephine, aber das weißt du ja mittlerweile. Ich studiere Germanistik, auch im 1. Semester.« Einen Moment lang stehen die beiden in der Tür und schauen sich an, ohne ein Wort zu sagen. Dann unterbricht Georg die Stille. »Okay, dann viel Spaß mit dem Brief.« »Danke, dir auch.«
erwidert sie mit hochgezogenen Augenbrauen. Ihr fällt in dem Moment außer Tschüss nichts ein, was sie noch sagen könnte. Also beschließt sie, sich umzudrehen und die Tür hinter sich zu schließen. Einen Augenblick bleibt sie an der geschlossenen Tür stehen, den ungeöffneten Brief in der Hand. Sie hört, wie Georg mit leisen Schritten den Flur entlang läuft und im Treppenhaus verschwindet. Josephine geht zu ihrem Schreibtisch zurück und setzt sich. Sie nimmt einen Schluck aus der Tasse Tee, den sie sich kurz zuvor zubereitet hat, und legt ihre Notizen zur Seite, um den Brief zu öffnen. Mit ihrem Fingernagel reißt sie den Umschlag auf und holt ein gefaltetes, weißes Blatt Papier heraus. Überrascht liest sie die Überschrift und weiß nicht, ob sie sich darüber freuen oder traurig sein soll. Na, wie gefällt dir das erste Kapitel? Und wie viel davon hast du verstanden? In der kostenlosen Probelektion kannst du dir das Transkript mit Erklärungen der schwierigen Wörter herunterladen. Aber jetzt testen wir mal, wie viel du bisher verstanden hast. Es folgen nun 8 Fragen mit jeweils 3 Antwortmöglichkeiten. Frage Nummer 1. Wo ist Josephine, als sie das Klopfen an der Tür hört? In ihrem Bett. In ihrer Küche? An ihrem Schreibtisch? Sie ist an ihrem Schreibtisch. Zweitens. Warum ist Josephine überrascht über das Klopfen an ihrer Tür? Sie kennt nur wenige Leute. Es ist schon mitten in der Nacht. Sie kennt ihre Nachbarn nicht. Richtig ist, weil sie nur wenige Leute kennt. Nummer 3. Was hält der junge Mann in der Hand, der vor Josephines Tür steht? Ein Paket, einen Schlüssel, einen Brief? Er hält einen Brief in der Hand. Nummer 4. Wieso bringt Georg Josephine den Brief? Der Postbote hat einen Fehler gemacht. Er hat ihr den Brief geschrieben. Oder er möchte sie gerne kennenlernen. Weil der Postbote einen Fehler gemacht hat. Nummer 5. Was sagt Josephine scherzhaft über den Brief? Dass es ihre Exmatrikulation sein könnte. Dass es eine Einladung zu einer Party ist. Dass es eine Mahnung der Bibliothek ist. Korrekt ist, dass es ihre Exmatrikulation sein könnte. Frage Nummer 6. Was studiert Georg? Medizin im ersten Semester, Biologie im ersten Semester, Chemie im ersten Semester. Er studiert Chemie im ersten Semester. Nummer 7. Wie verabschieden sich Josephine und Georg? Sie tauschen ihre Nummern aus und wollen zusammen lernen. Sie verabreden sich für den nächsten Tag auf einen Kaffee. Oder sie wünschen sich gegenseitig viel Spaß mit dem Brief. Korrekt ist, sie wünschen sich gegenseitig viel Spaß mit dem Brief. Und Nummer 8. Was macht Josephine, nachdem Georg gegangen ist? Sie ruft ihre Eltern an. Sie öffnet den Brief. Sie geht ins Bett. Die richtige Antwort ist, sie öffnet den Brief. Und wie viele hattest du richtig? Als nächstes machen wir eine Wortschatzübung, in der wir Verben zuordnen. Bist du bereit? Breit lächeln. Grinsen. Jemanden überraschen. Jemanden verwundern. Einen Fehler machen oder falsch liegen. Sich irren. Etwas feste oder plötzlich öffnen, zum Beispiel einen Briefumschlag. Etwas aufreißen. Etwas zusammenlegen, zum Beispiel ein Blatt Papier. Etwas falten. Jemanden stoppen, während er etwas macht. Jemanden unterbrechen. Etwas lustig meinen, einen Witz machen. Scherzen. Etwas nicht glauben oder skeptisch sein.
Etwas bezweifeln. Etwas als Reaktion sagen oder tun. Etwas erwidern. Und zum Abschluss weggehen, nicht mehr zu sehen sein, verschwinden. Und wie viele hattest du dieses Mal richtig? Zum Abschluss der heutigen Lektion machen wir es ein bisschen schwieriger. Du bekommst nun eine Zusammenfassung des Kapitels und wir versuchen verschiedene Begriffe in die richtige Lücke einzusetzen. Bereit? Im ersten Kapitel lernen wir Josephine, eine junge Norwegerin, kennen, die seit kurzem in Heidelberg studiert. An einem Abend sitzt sie an ihrem Schreibtisch im Studentenwohnheim und versucht, sich auf ihre Notizen zu konzentrieren. Plötzlich hört sie ein leises Klopfen an ihrer Tür und ist überrascht, da sie zu dieser Zeit keinen Besuch erwartet. Sie sieht einen jungen Mann, Georg, der einen Brief in der Hand hält und sich als ihr Nachbar vorstellt. Sie nimmt den Brief dankend entgegen und scherzt, dass es vielleicht ihre Exmatrikulation ist. Nach einem kurzen Gespräch über ihre Studiengänge verabschieden sie sich. Josephine bleibt nach dem Gespräch an ihrer Tür stehen und hört, wie Georg den Flur entlang geht. Zurück an ihrem Schreibtisch öffnet sie den Brief und ist gespannt, was darin steht. Na, wie fandest du die heutige Lektion? Hast du etwas Neues gelernt? Übrigens findest du im kostenlosen Probekapitel noch 2 Grammatikübungen, die kannst du im Anschluss als Hausaufgabe machen. Und wenn du die ganze Geschichte lesen und 150 Übungen dazu machen willst, dann hol dir jetzt den Romankurs Ein Semester in Heidelberg und bringe dein Deutsch in 30 Tagen auf das nächste Niveau. Das war's auch schon wieder für heute. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Julia.